wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Wir sind schon sehr, sehr früh wach und auf dem Weg Richtung Düsseldorf. Dem einen oder anderen dürfte jetzt, glaube ich, was sagen, auf welchem Weg wir sind. Wir sind nämlich auf dem Weg zur Caravan Salon Düsseldorf Messe. Unser allererstes Mal Messe, direkt, glaube ich, eine der größten Caravan- oder Camper-Messen überhaupt. Wir sind ein bisschen aufgeregt, wir freuen uns, aber gleichzeitig ist so ein Riesengetummel auch ein absolutes Horrorszenario. Deswegen bin ich gespannt, wie das da so wird. Man hätte natürlich schon vor den Toren der Messe schlafen können und einen Tag vorher anreisen, da hätte man ein bisschen kürzeren Weg, aber wir haben noch ganz liebe Menschen besucht, die wir in Florida kennengelernt haben, die uns da damals ein bisschen aufgenommen haben für ein paar Tage. Und die haben wir auf dem Weg besucht und hatten eine richtig schöne Zeit. Ganz liebe Grüße an Martin, und natürlich an Marlon. War ein richtig schöner Abend gestern. Deswegen haben wir jetzt auch ein bisschen kürzeren Weg, mussten aber trotzdem ganz schön früh aufstehen. Kaffee to go haben wir noch von unseren Freunden bekommen. Das war auf jeden Fall schon mal hilfreich für einen guten Start in den Tag. Und wir haben uns jetzt mal ein Parkticket gekauft, also ein Tagesparkticket für den P1, P2, obwohl wir uns nicht zu 100% sicher sind, ob wir da überhaupt stehen dürfen. Wir stellen uns mal auf Chaos ein. Dazu kommt auch, dass man die Tickets hätte eigentlich ausdrucken sollen. Haben wir das etwa nicht? Ja, wir sind ja so Digitalmäuse. Keine Ahnung, wie ich das jetzt nennen soll. Also gucken wir jetzt mal, ob wir unterwegs noch irgendwie einen Copyshop auffällig machen können, die Tickets auszudrucken und hoffen, dass wir da überhaupt parken können. Ich bin sehr gespannt. So, wir machen jetzt einen kleinen Zwischenstopp hier am Copyshop. Wir sind gleich da. Genau, perfekt zur Öffnungszeit und drucken jetzt anständig und vorbildlichst unsere Tickets aus. Und dann läuft das heute hoffentlich. Ist das nicht gut? Hallo. Das passe ich dann auf A4 an, ne? Das Ist ein das bisschen größer? ja. Ah, okay, nee. A4 sollte reichen. Keine Ahnung. Sehr gut. Manchmal sind die zickig. Ja. Vielen lieben Dank. Ich danke. Tschüss. Schönes Wochenende. So, das hat doch jetzt richtig gut geklappt. Konnte das hier im Copyshop direkt ausdrucken. Jetzt sind es noch so 10 Minuten bis zur Messe. Gucken wir mal, dass wir auf jeden Fall hoffentlich den großen Ansturm noch ein bisschen zuvorkommen. Ausgedruckt. Perfekt. So, ein paar hundert Meter noch, dann sind wir da. Und dann sind wir sehr gespannt, ob wir auf dem PKW-Tagesparkplatz parken dürfen. Aber ich wüsste einfach nicht, wo sonst. Und vor uns fährt auch einer. Dem folgen wir. Dem folgen wir. Und dann, ja, hoffen wir einfach, wir dürfen da rein. Oh, werden wir jetzt ausgefischt? Der guckt uns schon so an. Werden wir jetzt aussortiert? Das ist ein guter Tagesplatz wieder. Achso, soll ich es vorne reinlegen? Sind heute gekommen erst? Ja. Ja. Und wieso, jetzt fahren sie wieder nach Hause? Nee, kommen wir jetzt wurden gerade aber an. Wir wurden hierher geschickt. geschickt, ja. Drehen sie einmal noch um den Pudding.
Okay. Und in der Straße, die sollen sich stellen. Okay. Da, wo wir gerade ausgefahren sind, rechts abbiegen dann? Ja, einmal doch da zurück. Okay. Okay. Weil die haben uns extra hierher Ja, nee. Okay. Wo fahren wir jetzt? Pudding. Noch einmal Bonbon-Pudding, sagt sie. Feld 27 Ja. am welchem Marktplatz? Gegenüber von P2 meinte er. Da wo auch PKW stehen. Ja, und Camper. Camper und PKW. Gegenüber B2. Ja. Ja. Hier dürfen wir nicht Okay. parken. Da fahren Wir können auch Sie hier links, sonst parken. Also rechts und dann geradeaus. Okay. Richtung B2. Da steht alles geschrieben. perfekt. Ah, okay. Aber dann sind wir ja wieder auf der Straße. Oder nicht? Jetzt sind wir ja wieder draußen. Ist so? Ist aber gesperrt. Moin. Ja, einfach vorne reinlegen oder? Die zwei. Dann geradeaus und los mal vor linker Seite. Okay. Perfekt, danke. Super, danke. Ja, zweimal um Pudding, wie die Frau so schön gesagt hatte. Sind wir gefahren, haben jetzt aber den Tagesstellplatz für Womos gefunden. Also es gibt tatsächlich einen. Und man kann auch hier stehen. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie es nicht richtig gesehen haben auf unserem Ticket, aber wir haben ja eigentlich den PKW-Tagespass. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Parkplatz. Und jetzt stärken wir uns erstmal noch, bevor es losgeht, Richtung Messe, weil nichts Schlimmeres als einen leeren Magen, glaube ich. Es gibt für mich auf jeden Fall nichts Besseres als eine Tasse heißen Kaffee und ein Müsli zum Frühstück. Mein absoluter Favorite ist Berry aktuell. Ich liebe einfach Beeren. Es ist frisch, es ist knackig, super easy, einfach auf den Joghurt drauf und ja, macht satt. Bei mir ist es Bio Berry White Choc. Ich bin einfach absoluter Fan von der Kombination von Beeren und weißer Schokolade. Und das ist einfach wirklich perfekt für einen langen Tag wie heute. Gibt es eigentlich kein besseres Frühstück. Das 6er Probierpaket hat im Übrigen 6 richtig leckere, abwechslungsreiche Sorten. Perfekt, um auch mal vielleicht eine neue Sorte auszuprobieren. Und mit unserem Code Neuland2Go bekommt ihr ab einer Bestellung von 29 € dieses Paket auch umsonst und ihr könnt euch mal ein bisschen durchprobieren. Die Müslis von meinem Müsli sind ultra lecker und super schnell gemacht. Sie sind ohne Zusatzstoffe und 100% Bio. Und wir sind uns sicher, ihr findet bestimmt euren Favoriten im Probierpaket. So, wir sind richtig gut gestärkt, hatten ein sehr, sehr leckeres Frühstück. Wir sind jetzt bereit für den Caravansalon. Wenn ihr Lust habt, dann geht doch mal bei MyMüsli auf die Seite und schaut, ob da was für euch dabei ist. Und nicht vergessen, mit dem Code Neuland2Go bekommt ihr dann bei einer Bestellung von 29 € das 6er Probierpaket komplett gratis dazu. Alle Infos und den Code haben wir nochmal unten in die Beschreibungsbox gepackt. So, jetzt aber los. Keine Sorge, wir werden uns nicht im Anzug und Kleid auf die Messe werfen. Nee. Die sind noch für eine Hochzeit in Köln, wo wir morgen sein werden. Deswegen haben wir nur heute den Tag. Wir sind jetzt gut gestärkt und ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg Richtung Messegelände, weil ich glaube, das ist auch noch ein ordentlicher Weg. So, das war doch entspannt. Irgendwie hatten wir uns das Parken komplizierter vorgestellt, als es letzten Endes war. Und ich glaube, man kann auch außerhalb dieser vorgegebenen Uhrzeiten einreisen, wollte ich schon sagen. Ankommen. Man hätte wohl auch nicht reservieren müssen. Nee, kann auch ohne Reservierung kommen. Also alles Vorgaben und Richtlinien vor Ort, aber ziemlich entspannt. Und das an einem Freitag. Ja.
mal, direkt Halle 3 aufgemacht. Und? Hier drin denke ich eigentlich nur, was ist denn das für ein verschenkter Platz da vorne? Aber da ist halt der Motor drin und alles. Genauso wie mit so Hochglanzwohnungen, damit komme ich überhaupt nicht zurecht. Also wenn man ein Wohnmobil sucht und sich mal verschiedene Modelle angucken möchte, ist auf jeden Fall hier the place to be. Jetzt geht's Programm los. Wir sind aber hauptsächlich wegen Halle 3 und 13 da. Selbstausbauer. Und jetzt geht's erstmal in Halle 3. Wir haben uns zwar noch nicht komplett mit auseinandergesetzt, aber erstmal soll es natürlich keinen Anhänger geben. Aber wer weiß, wenn wir dann sonst nicht so mit allem zurechtkommen, vielleicht auch eine Alternative. Aber da ist dann auch keine auf die normale Gasflamme drauf, oder nicht? Ja. Das ist halt schon auch cool. Ich meine, du hast ja das. Aber das geht ja nicht zu. Bei der Tasche eine Gebrauchsanweisung, wie du den Grill halt richtig einpackst. Ne? Die Windabweiser rausnehmen. Ja. Ne? Die Pfanne kommt nachher umgedreht mit den Füßen nach oben unter diese Platte. Ja? Wir sind ja hauptsächlich auf der Suche nach Inspiration für unser Jimny-Projekt. Wir haben uns gerade schon einen Anhänger angeguckt. Hast du ja schon was gesagt. Dann waren wir kurz bei Trovolo, unserem Partner, weil wir ja eigentlich theoretisch ja auch eine Toilettensituation haben wollen würden. Aber sehr wenig Platz. Ja, mal gucken, ob wir so eine richtige Box aufstellen können und oder ob es eher so eine Klapptoilette wird. Dachzelte. Hier sind wir bei Dachzelten. Guck mal, so ein Auto vielleicht. Ist das nicht auch ein... Welcher Wagen? Ist das da drüben bei Campback? Ist das ein Defender? Nee. Das ist der Grenadier. Grenadier. Also ich bin jetzt zum ersten Mal auf so einer Messe. Bin auch leicht überfordert. An Angebot. Ich bin immer froh, wenn ich was erkenne. Und es ist auch echt für alles was da. Also für Zubehör. Ich meine, Wohnmobile sind wir ja schon ein bisschen durchgelaufen. Das nimmt, glaube ich, den größten Teil ein. Spannend. Ich muss mir mal den Grenadier angucken. Future Project, nachdem wir den Jimny haben. Und wenn ihr alle abonniert habt und wir ganz, ganz reich geworden sind durch unseren YouTube-Kanal, dann können wir sowas vielleicht umsetzen. Alt hoch bist du ja nicht gekommen. Das müssen wir hochkraxeln. Und? Ist doch gemütlich. Ich find's voll cool. Ja, ist doch mega. Wie ist die Matratze? Ist jetzt ein aufblasbarer, mega oder? bequem. Das ist ein aufblasbar. Ja, aber ich finde es schon trotzdem mega bequem. So, das ist das allererste Mal für mich in einem Dachzelt. Und wir haben jetzt einfach so ein Jimny gekauft und haben gesagt, wir machen ein Dachzelt, obwohl wir noch nie in einem Dachzelt waren. Ja, aber Obwohl du findest es gut. Obwohl wir noch nie in einem Dachzelt waren. Aber ja, eigentlich finde ich es ganz cool. Man ist voll weit oben, ich finde es richtig cool. Man kann hier so runter gucken. Ja, beim Jimny ist man nicht ganz so hoch. Ja, aber trotzdem ist man ja ein bisschen höher. Und ich habe das Gefühl, das ist auch so eine kleine Ruhephase. So ein kleiner Ruheort hier auf der Messe.
Ich habe schon gesagt zu der Standbetreuerin, wir sehen uns in einer halben Stunde. Ich lege mich jetzt einfach hier hin. Das könnte auf jeden Fall in die engere Auswahl kommen. Ja, ist doch gemütlich, oder was? Du kommst ja gar nicht mehr raus da oben. Wo ist mein Kaffee? Ja. Müssen wir noch erst den richtigen Stand finden. Ja, Guck, hier ist das Vorzelt. Vorzelt dazu. Fall nicht runter. Nein, mein Handy. Ein Handy. In der Rucksack. Nein. Das wäre unser Wunschdachzelt. Besser gesagt, eines der wenigen, die man vielleicht auf den Chimney oben verbauen kann, wegen Gewicht und so. Willst du mit hochkommen mal? Das ist ein bisschen schmaler als das vorher. Hallo. Da liegen sie. Ja, ist gemütlich. Ist voll gemütlich. Und auch hier denke ich wieder, ist wie so eine kleine Uroase. Ja. Weil bei jedem Bellen denke ich, es ist Pebby. Es sind doch echt einige Hunde hier. Aber irgendwie dachten wir, das wäre zu stressig. Das wäre ja auch viel zu stressig. Ja. Aber ja, hier wo jetzt die Kamera liegt quasi, ist genügend Platz für einen kleinen Hundeschlafsack. Ja. Das Zelt ist ja auch nochmal 30 cm länger als unsere Matratze im Van. Ja, Und Peppi hat da schon an unseren Füßen geschlafen. Also gar kein Problem. sie schläft eigentlich immer in meiner Kniekuhle oder in Ja, deiner. ja. Also Ja. da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen, die findet einen Platz. Eher sind wir das, die dann an der Zeltwand Und liegen. mit einem Schlafsack für Hunde gucke ich immer schon seit Kanada. Da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass es das gibt. Ich glaube, wir sollten jetzt nicht zu lange hier verweilen. Nee, Es wird so gemütlich. ich find's gut. Gucken wir mal. Ich finde es auch gut. Ich finde das, vergessen zu filmen, wie du da rausgestiegen bist. das sah elegant aus. Frag mal jemand, ne? Peppi rausheben. Das war gerade der Test. Ich muss aber sagen, die ist nicht bequemer als die. Nicht bequem. Nee. Die wirkt vielleicht im Anfassen. Aber. Naja, schon bequem. Wir sind jetzt schon so 1-2 Stunden hier unterwegs und haben uns auch schon ein bisschen den Mund fusselig gequatscht. Macht aber irgendwie richtig Spaß. Wir haben auch schon einige von euch da draußen Ja. kennenlernen dürfen. Liebe Grüße, falls Ja. ihr das guckt. Richtig schön, dass ihr anhaltet und Hallo sagt und ja, richtig schönes Feedback. Es freut uns richtig doll. Und so langsam macht sich aber ein Hängerchen breit. Deswegen suchen wir jetzt mal was auf, weil wir haben uns natürlich nicht versorgt. Aber wir hoffen, es gibt hier eine Kleinigkeit zum Naschen. Wir folgen einfach mal unserer Nase. Oder wir haben ja einen Plan dabei. Ah, Fabi. Ah nee, das ist Werbung. Jetzt habe ich. Jetzt.
Appetit, lass dich schmecken. Danke. Bitte. So, weiter Versuch. Weiter Besuch. Einmal Currywurst mit Pommes. Ist klar. Geht's weiter? Let's go. Komm in ein Mittagsloch. Jetzt sind wir in einer ganz anderen Welt. Guck mal, der Chimney würde hier reinpassen. Ich glaube, das ist das größte WOMO der Welt. Das ist einfach absurd riesig. Aber es wäre mir, würde ich nicht nehmen, wäre mir viel zu kompliziert, um an meinen Campingtisch zu kommen. Für dieses Teil war unser Objektiv einfach nicht weitwinklig genug. Vario Perfect Assoluto, falls es jemanden interessiert. Ich habe jetzt kurz Zeit zu überlegen, wie teuer der ist. €2,8 Millionen. Also bei den Preisen kann man auf jeden Fall nachvollziehen, warum er immer nur mit Mitarbeiter in die riesigen Mobile rein kann. Wir sind jetzt weitergelaufen in die Ecke, wo auch Ford und VW und Mercedes ihre Ausstellmobile haben. Und hier ist, glaube ich, auch B-Mobil, oder? Ja. Unter anderem. Die coolen unter den Großen, habe ich gehört. Wir sehen uns morgen. Das ist ja voll gemütlich. Fühlt sich wie in so einem früheren Kinderzimmer. Messetag ist vorbei. Wir sind mit der Menge mitgeströmt und machen uns jetzt auf den Weg zum Camper.
Aber man muss ganz klar sagen, ein Tag ist nicht viel Zeit, um so alles zu sehen. Deswegen haben wir jetzt eigentlich nur das gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Ja. Ist natürlich cool, weil wir das alles geschafft haben, aber darüber hinaus einfach mal so ein bisschen schlendern, sich das ein bisschen inspirieren lassen, ist gar nicht so einfach. Ich fand, das hat schon gut gereicht. Ja. Weil 2 Tage würde ich, glaube ich, auch Nee, gleich würde ich einen auch nicht Koller schaffen. kriegen. Aber wir haben auch ein paar neue Kontakte geknüpft, richtig nette Menschen kennengelernt. Ja, hat sich richtig gelohnt auf jeden Fall. Ja, ich fand es richtig, also ich dachte, wir machen später erst ein Resümee, aber ich fand die Messe richtig cool. Ich dachte erst, sie ist riesig und man verliert den Überblick und man ist einfach nur gestresst. Aber heute war irgendwie ein ziemlich entspannter Tag, haben auch die Aussteller alle selbst gesagt. Wir konnten immer direkt irgendwo hin, hatten immer direkt eine Kontaktperson und ja, frei. Morgen, übermorgen, Samstag, noch Sonntag mal- wird es nochmal deutlich mehr. Voll, ja. Aber Aber ja, gut getimt. haben wir gut getimt, war schön. Von den riesigen bis zu den kleinsten war alles dabei. Vermietung, Informationen zum Camping, hilfreiche Apps, Services, also wirklich alles gab's. Und ich glaube, gerade so, wenn man sich auch mal informieren möchte, Voll gut. ist das echt cool. Ja. Und jetzt geht's aber zum Van. Korrekt. Und wir hoffen, wir kommen gut durch den Verkehr hier durch. Ja, ist gut was los. Ein paar rote Bremslichter haben wir schon gesehen. So, die fahren jetzt da wieder rauf. Wir sind schon raus aus dem Verkehr, das ging richtig entspannt und auch richtig schnell. Wir hatten eigentlich gar keinen Stau. Ja. Auf der anderen Seite wiederum hat es sich mega gestaut, aber das liegt nur daran, dass heute hier auf dem Messegelände das Konzert von Ed Sheeran, glaube ich, ist, oder das ganze Wochenende. Ja, aber Und nicht jetzt auf dem Messegelände. eben... Bitte? Aber nicht auf dem Messegelände. Nee, nicht da auf, ist aber nebendran eben. Und aber die Parkplätze mitgenutzt werden und ja, deswegen wird es jetzt halt ein bisschen stressig für die Camper, die jetzt anreisen, um da zu übernachten. Oder was heißt stressig? Sie müssen halt warten. Ja, aber sonst war die Verkehrregelung mega. Also wir haben nirgendwo so richtig gewartet. Klar sind wir 1-2 Mal um die Suppe gefahren, wie es so schön hieß. Aber das hat eigentlich alles gepasst. Pudding. Man kann da. Alles Da rechts. Rechts hoch raus. ja, voll alles hier. Du müsst jetzt vor kurzem einer rausgefahren sein, um hier Platz zu kriegen. Rückwärts fährt. Hm? Jetzt rückwärts gefahren ist, vermute ich mal. Ja, nicht. Wir haben endlich einen Parkplatz in Köln gefunden Gar nicht mal so einfach, liebe an einem Leute. Freitagabend. Wir sind froh, hoffentlich dürfen wir stehen bleiben. Ja, wir gehen jetzt noch in ein Brauhaus heute Abend, trinken mal wieder ein lecker Kölsch, das ist auch schon ein bisschen her. Morgen geht es dann auf die Hochzeit. Genau. Und ja, schick machen auf kleinem Raum. Wird eine Herausforderung. Ja, aber wird auch mal wieder Zeit, dass wir mal wieder in vernünftige Klamotten schlüpfen. Ja, Emoji der Woche ist natürlich Ein Zelt. Was denn sonst? für Dachzelt. Wir sind froh, dass es uns immer noch so gut gefällt. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was euer Highlight auf der Messe war. Vielleicht wart ihr ja vor Ort oder auch jetzt hier in unserem Video. Ja. Like das Abo. Like das Abo. Ist auch nicht schlecht. Ah. Like das Video, abonniert unseren Kanal, da würden wir uns richtig drüber freuen. So rum. Support-Herz dazu und dann sehen wir uns, ist doch klar, nächste Woche wieder. Schaltet ein. Danke. Ende.